Hallo, heute möchten wir mit euch teilen, wie wir unseren Blumenkohl früh anbauen. Wir unterscheiden zwei Aussaatzeitpunkte, einmal den frühen, so von Mitte Januar bis Februar, und einmal den etwas späteren März, April. Wenn wir Mitte Januar, Februar aussehen, dann machen wir das für den Anbau im Gewächshaus, im Folientunnel oder eben auch im Frühbeet. Wenn wir hingegen März, April aussehen, dann ist das Ziel, die Pflanzen im Freiland bzw. im Freiland im Hochbeet auszupflanzen. Wir verwenden aber in beiden Fällen normale Aussaaterde, verdichten die, machen mit dem Pikierstäbchen Löcher hinein, dann können wir einfach das Saatgut leichter verteilen und hinterher auch leichter pikieren. Erde drauf, ungefähr einen halben Zentimeter Saattiefe, und dann wird natürlich auch angegossen und das Schild wollen wir nicht vergessen, was da drin ist. Keimtemperatur für den Blumenkohl sind wir hier ungefähr bei 15 bis 20 Grad. Dann dauert es ungefähr 1 bis 2 Wochen und die Sämlinge, die keimen und sprießen. Wir pikieren dann hinterher auch, und zwar setzen wir dann, ganz besonders wichtig bei den Kohlpflanzen, die Keimlinge tiefer bis zu den Keimblättern, also die werden tiefer gesetzt. Und gerade bei der Januaraussaat achten wir darauf, dass wir die pikierten Pflanzen etwas kühler stellen, also dass sie nicht wärmer stehen als 15 bis 16 Grad bei der Zusatzbeleuchtung. Wenn wir die Aussaat März, April haben, dann arbeiten wir ohne Leuchte weiter, und dann achten wir ganz besonders darauf, dass es nicht zu warm wird, weil sonst gehen die jungen Pflanzen ganz schnell in die Höhe. Im März, April, je nachdem wie das Wetter ist, wenn es passt, also wenn es nicht allzu viel Minusgrade hat, dann könnte man es mit der Aussaat auch selbst schon im Gewächshaus versuchen. Die pikierten Pflanzen lassen wir dann ungefähr nochmal so 1 bis 2 Wochen stehen und sich erholen, und dann, gerade bei der Aussaat von Januar, geht es dann ans Abhärten. Das ist bei uns dann ungefähr März, Anfang März. Und wenn das Wetter das zulässt, also wenn es nachts nur wirklich leichte Fröste gibt und es nicht wirklich kalt ist, dann kommen die ins Gewächshaus oder eben ins Frühbeet. Sollten aber harte Fröste angesagt sein, dann sind wir froh, dass wir die Pflanzen nicht in die Erde gesetzt haben, denn so können wir die Platten einfach dann nochmal ins Haus holen und schützen sie vor dem starken Frost. Bei der Pflanzung in den Boden achten wir darauf, dass die Erde gut für Starkzehrer vorbereitet ist. Wir machen das, indem wir Kleedünger und Urgesteinsmehl einarbeiten. Was wir genau benutzen, haben wir in der Infobox unter dem Video verlinkt. Ende März, wenn dann keine Minusgrade mehr da sind und, ja, sagen wir mal so, wenn ein konstanter Frühling da ist, Mitte, Ende März, dann kommen unsere Pflanzen in die Erde für den geschützten Anbau, Gewächshaus, Frühbeet. Die Pflanzenabstände sind tatsächlich bei 50 cm. Das ist viel Platz, ja. Und die Reihenabstände sind bei 75 cm. Das ist natürlich so viel Platz, denn die Pflanze wird sehr groß, die braucht den Platz auch. Was wir aber machen können, ist in die Zwischenräume schnelle Kulturen anpflanzen, wie zum Beispiel Kohlrabi, Radieschen oder eben auch Salat. Von der Pflanzung der Jungpflanze bis zur Ernte braucht es ungefähr, je nach Wetter und Bedingungen, 70 Tage, also gut 2 Monate. Wenn wir unsere Januaraussaaten, die frühen, dann pflanzen, ungefähr Anfang, Mitte, Ende März, je nachdem, dann können wir mit einer Ernte im geschützten Anbau von Mitte, Ende Mai ausgehen. Bei einer Aussaat von März, April für die Pflanzung im Freiland haben wir dann den Erntebeginn so ungefähr, ja, Anfang Mitte Juni, Anfang Juli auf jeden Fall, je nachdem wie das Wetter eben auch ist. Besonders schön ist, der Blumenkohl früh ist eine schnelle Sorte. Wir brauchen von Anfang an viele Nährstoffe im Beet, wir düngen allerdings hinterher nicht mehr, und Mist arbeiten wir auch nicht ein. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir damit eher Schädlinge anziehen. Was wir auf jeden Fall machen, ist, dass wir den Boden um die Pflanzen herum generell mulchen. Was auch wichtig ist, abgesehen von dem Boden für den Starkzehrer, ist der sonnige Standort. Besonders bei den ganz frühen Aussaaten, je mehr Sonne, desto besser wächst dann auch die Pflanze. Der Blumenkohl früh ist eine super Vorkultur für Tomaten, Paprika, Melonen und ähnliches im Gewächshaus, also bei der frühen Aussaat. Denn auf diese Art und Weise kann ich mein Gewächshaus jetzt schon mal mindestens 2-mal nutzen. Versetzte Ernte, versetzter Anbau. Über euren Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr. Und verlinkt haben wir für euch hier noch einmal die lange Version unseres Anbaus vom Blumenkohl früh und unsere Playlist Grow Veggies. Viel Spaß bei euch im Garten!